Die Schwalbe ist original eine KR 51.1. Das müsste Baujahr 74 sein und ja, Zweitakter, 50 Kubik, Dreigang, also nichts Aufregendes. Aber das sollte nicht lange so bleiben. Hi, ich bin Martin, komme aus Chemnitz und ich zeige euch heute meine Pocketschwalbe. Wie ich zu der Schwalbe gekommen bin, ist eigentlich so wie immer. Man schaut am Wochenende, was gibt es so bei Kleinanzeigen, mal kurz durchgescrollt. Preis war recht günstig, war halt ein Rahmen in der Umgebung, keine 50 Kilometer entfernt. Das Ganze war 2017, als ich da mal ein bisschen rumgestöbert habe. Der Preis war wie gesagt gut. Ich bin einfach losgefahren mit dem Gedanken, schaust es dir mal an, vielleicht ist es ja was, vielleicht lohnt es sich für ein neues Projekt. Und ja, wie es halt so ist, wenn man einmal losfährt, dann nimmt man es dann doch mit. Und waren halt keine 100 € für den ganzen Haufen. Der Rahmen war schon vom Vorgänger ordentlich verhunzt, das Steuerrohr vorne war verschweißt. Also für die Straße wäre es eh nichts mehr gewesen. Und genau sowas ist eigentlich perfekt für meine blöden Ideen, die ich immer mal habe. Und ja, so kam das Ding zu mir und ursprünglich war schon immer der Plan, das Ding ein bisschen tiefer zu machen. Dass es ein Treffenmoped wird, ist bei mir eigentlich immer so, weil ja, mit Straßenverkehrsordnung habe ich es nie so. Das ist dann zu langweilig, da kann ich mich nicht auslassen bei dem, was ich am Ende bauen möchte. Und als ich die dann auf dem Hof hatte, habe ich erstmal nur das Blechkleid drüber geschmissen, habe Reifen reingestellt ohne Dämpfer, um mal zu schauen, wie tief es denn werden könnte, und habe schnell festgestellt, das reicht mir bei weitem noch nicht. Das sah schon okay aus, aber sowas fährt ja schon in Massen rum. Ich würde es halt gern ein bisschen extremer haben. Und ja, dann ging halt die Suche los. Was gibt es für Teile? Felgen sind bei mir sehr wichtig, deswegen habe ich damit angefangen. Ja, damit die Schwalbe am Ende auch tief kommt, muss eben der Reifen auch sehr flach sein. Bin dann in Richtung Rennrad gegangen, also es müsste vom Kinderrennrad der Reifen sein. Der erste Reifen, den ich hatte, war von einem Krankenrollstuhl, hat natürlich nichts getaugt, weil 20 Zoll sind nicht 20 Zoll. Das habe ich dann auch erstmal schmerzhaft festgestellt. Naja, so kauft man bei Projekten halt immer mal wieder ein paar Sachen doppelt. Also man kauft eigentlich 1,5 Mopeds, bis mal irgendwann was fertig ist. Und ja, die Teile, die halt übrig bleiben, landen im Lager und vielleicht kann man sie ja doch mal gebrauchen. Und ja, die Schwalbe hingestellt, Blechkleid wie gesagt drauf, war nicht gut, geschaut, wie komme ich tiefer. Hab dann die Reifen auf die Felgen gezogen, habe das nochmal drunter gelegt, dann sah das schon ganz gut aus. Hab nur gemerkt, vorne ist halt ein riesiger Schlepparsch. Das Ding macht hinten nach unten, das sieht nicht schön aus. Es muss der Panzer, also hinten die Verkleidung, muss parallel zum Boden sein, so wie sie jetzt auch da steht. Muss das auf der Straße liegen, wenn die auf der Seite liegt. Halt los. Das eine kam zum anderen, der Reifen war dann immer noch ein Stück zu hoch. Dann habe ich angefangen, an dem Panzer hinten mit ein bisschen
Hammer und Rumgedengel hinzukriegen, dass es halt noch ein bisschen mehr Platz kriegt. Dadurch hat sich die Panzerform leicht verändert, aber die Falz hinten habe ich drauf gelassen, sollte ja am Ende noch wie eine originale Schwalbe aussehen, nicht auf den ersten Blick zu erkennen sein. Und im Zuge dessen kam dann auch die Idee, die Schwalbe kürzer zu machen. Also habe ich den Panzer vorgeschoben, soweit es ging, versucht noch das Rad dazwischen zu quetschen, habe gemerkt, Motoraufhängung, alles im Weg. Der Motor, der passt auch nicht mehr rein, der lag auf dem Boden auf, der musste auch höher. Ja, letztendlich am Rahmen ist alles verändert. Das Einzige, was geblieben ist, sind die 2 Hauptrohre vom Steuerrohr nach hinten zur Sitzbank. Und ja, alles andere brutal weggeschnitten, was ging. Mir ist halt oftmals die Flex ausgerutscht. Ja, der Tunnel, der ist am Ende ca. 5 cm kürzer. Der Panzer ist in der Länge halt original geblieben. Aber dadurch, dass ich vorne dann auch die Tiefe gebraucht habe, ist natürlich auch das Steuerrohr kürzer geworden und damit das ganze Vorderrad nach oben und hinten gekommen. Und am Ende ist jetzt die Schwalbe, ich glaube, 22 cm kürzer als original, also wirklich mini. Bloß wenn sie auf Treffen steht, kein Mensch sieht es auf den ersten Blick und genau das sollte es halt auch sein. Für die Felge vorne hatte ich mir noch was Besonderes rausgesucht, bin am Internet dann fündig geworden nach langem Suchen. Ich wollte halt nicht die Standardfelgen, irgendwie breite Felgen, wie sie alle machen, sondern mal was Schmales, mal mit sau vielen Speichen und am Ende ist es dann die geworden. Es sind weiterhin die 16 Zoll, wie bei der Schwalbe ist, genau vorne wie hinten. Das war auch mein Anspruch, weil ein kleines Rad hinten reinschmeißen, um die Tiefe hinzukriegen, ist halt keine Kunst. Das kriegt ja in Anführungsstrichen jeder hin. Und ja, die Felge vorne einfach nur reinhängen mit Stoßdämpfer drin, auch wieder langweilig. Also Stoßdämpfer weg, Schwinge versteifen, alles schön glatt machen, schön dezent. Generell an dem Moped so wenig Schrauben wie überhaupt gehen. Und ja, auch der Schnabel vorne ist verändert. Dann war ich so weit, dass die vorne tief war, dass die hinten tief war, dass der Panzer parallel zum Boden lag. Die Sitzbank, die sollte aus Holz sein. Das hatte ich auch schon bei meinen vorigen Mopeds, beim Fettspatz 1 und 2 hatte ich das so gemacht. Für ein Treffenmoped reicht das vollkommen aus. Ich bin auch schon, keine Ahnung, 2-3 Stunden mit ein bisschen Aufstehen zwischendurch rumgetuckert. Alles kein Problem. Und ja, war tief und habe das Ding durch die Halle geschoben und habe gemerkt, es schleift überall. Jetzt nicht am Panzer, wo es okay gewesen wäre, sondern das Knieblech hat geschliffen, der Kotflügel vorne hat unten geschliffen. Ja, dann musste halt nochmal die Flex ran und das ganze Ding gekürzt werden. Letztendlich sind die Kniebleche 2 cm kürzer geworden. Der Schnabel vorne ist unten auch ungefähr 1,5–2 cm weggekommen, sodass die Form halt noch halbwegs da ist. Aber eben, ja, ordentlich Bodenfreiheit ist übertrieben, aber ein bisschen Bodenfreiheit da. Ja, die Schwalbe an sich sah dann schon ganz gut aus, nur die Trittbretter, die haben noch gestört. Das waren die riesen Dinger, riesen Oschis da dran.
das passt halt einfach nicht. Das ganze Moped ist klein, das ist filigran, da müssen kurze Trittbretter ran. Also das Ding klein geschnitten, zum Aluschweißer gegeben, der hat mir die wieder zusammengebraten. Gummi drauf, wieder den Originalen auch gekürzt und ja, hätte alles gut gepasst. Und dann ging es halt los, wie macht man die Trittbretter hinten fest. Original ist da ein riesen Unterbau unterm Rahmen, an dem Motorträger mit dran. Das war ja alles weg. Der Motor ist quasi der unterste Punkt und ja, an der Luft anschrauben geht auch schlecht. Da gingen einige Tage und viel Hirnschmalz drauf, also bis man da eine Lösung hatte. Letztendlich sind es halt, ich nenne sie Mickey Maus Ohren, sind verlängerte Teile, die runtergehen zur Seite hin, wo dann die Trittbretter drauf liegen. Ja, dann war das alles drin und der Motor hat auch seine Position gefunden. Den habe ich so hoch wie es ging gesetzt und auch ein ganzes Stück noch nach hinten. Motorhalterung komplett neu gemacht. Vorne den Zylinderkopf umgedreht, dass der Motor noch ein Stück höher kommt. Der steckt quasi eigentlich zwischen den Rahmenrohren. Ja, und dann musste noch irgendwo ein Auspuff hin und ein Vergaser. Und dann ging das los. Ich habe am Ende ich habe am Hinterrad zwischen dem Motorhalter habe ich 2 mm Platz. Ich denke, wenn ich da ein bisschen zu viel Luft aufpumpe, dann schleift es. Genauso nach oben hin zum Panzer sind 2 mm. Und jetzt musste ich halt noch sehen, dass ich irgendwo einen Tank unterbringe, dass ich den Vergaser irgendwo unterbringe und eben den Auspuff. Ja, Auspuff unterm Trittbrett langführen, keine Option. Hast du keine Kurvenfreiheit mehr, ist sowieso schon eigentlich senkrecht um die Ecke heben. Also blieb bloß der Weg, kleinen Bogen machen und irgendwie versuchen, zwischen Rahmen und dem Zylinder durchzukommen. Ja, letztendlich ist es kein richtiger Zweitakt-Auspuff, wie man es braucht. Also keine Blase dran, der hat keinen Resonanzbereich, aber es ist halt ein Auspuff dran, es kann fahren und das war eigentlich das Ziel. Der Vergaser passt dann natürlich auch nicht mehr unter den Tunnel, weil es halt zu kurz geworden ist alles. Jetzt war die Option, macht man es, wie es einige andere machen, kleinen Ausschnitt rein, lässt den Vergaser oben rausgucken, lässt den Bowdenzug einfach in der Luft zum Gasgriff gehen und ja, ist halt nicht schön. Die originale Schweibeform sollte da bleiben. Ja, und dann habe ich am Ende halt den Vergaser bzw. die Zwischenstücke so weit verlängert, dass der Vergaser letztendlich im Panzer sitzt. Der Tank sitzt daneben und der Auspuff führt zwischen Tank und Vergaser durch und kommt auf der anderen Seite dann eben wieder am Rad raus, auch versteckt, sodass das alles ganz, ganz clean aussieht. Die Sitzbank, die musste natürlich auch so flach wie es ging sein. Am Ende dient die auch dem Halten von dem Panzer, die ist hinten drunter geschoben, die ist mit dem Rahmen verschraubt. Da kann man nicht drunter gucken, wenn ich da ran will, muss ich alles auseinandernehmen und macht es jetzt nicht gerade einfach, wenn da mal irgendwas mit wäre, mit dem Vergaser oder auch mit dem Benzinhahn oder so. Wobei, Benzinhahn habe ich gar keinen, die steht permanent quasi in der Suppe. Ein Schock musste aber noch ran, weil wenn es doch mal ein bisschen andere Temperaturen sind, muss ja irgendwie die Kiste auch angehen. Den haben wir dann hinten rechts ins Rathaus gesetzt, also hinten rechts Schock, hinten links Auspuff. Ist mit Bowdenzug gemacht, ganz klassisch, geht ja kaum anders. Der Gasgriff, der macht eigentlich auch einen riesen Umweg, der geht vorne durchs Knieblech, geht über den Motor lang und macht dann hinten eine Schlaufe in den Panzer, dass er quasi von oben wieder in den Vergaser reingeht. Aber es funktioniert. Es geht gut, es klemmt nicht, man kann fahren. Ja, auch wenn man es nicht sieht, ist am Ende jedes Blechteil stark bearbeitet. Es ist weggeschnitten, es ist teilweise verbreitert, der Panzer hinten zum Beispiel. Es ist das Parklicht oben weggecleant. Generell ist die Lenkerabdeckung auch gekürzt, dass der Lenker noch tiefer kommt. Die Lampenmaske zerschnitten, weil ja der Schnabel nach oben kommt. Der Schnabel vorne ist schmaler gemacht und eben dementsprechend auch höher, damit das Rad noch mehr Freiheit hat, dass ich eben runterkomme. Und ja, durch die kleinen Reifen war eben am Ende auch vorne
stand der Schnabel bestimmt 8 bis 10 cm vor. Sah nicht gut aus, sprich, der musste auch noch gekürzt werden. Und ja, Optik ist trotzdem noch überall mit der Falz drin, sodass auf den ersten Blick man einfach vorbeigeht und denkt, ja, eine tiefe Schwalbe halt. Was an Arbeit drin steckt, sehen halt nur die Leute, die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ein paar Besonderheiten sind halt noch dran, dass das Ganze auch funktioniert und gut aussieht. Musste ich halt auch irgendwie einen Tankdeckel verbauen. Am Ende bin ich unter der Sitzbank in das alte Sitzbankschlossloch reingegangen, habe das vergrößert, habe dort quasi eine Messingmutter dran gepackt und damit lässt sich das betanken, das Moped. Beim Motor habe ich jetzt absichtlich einen Handschaltungsmotor genommen, damit ich eben auch unten an den Füßen gar keine Pedalerie habe, keine Bremse, keine Schalthebel, einfach mal nichts, komplett clean. Viele Leute denken dementsprechend eben auch, das fährt nicht, aber es ist eine Handschaltung. Der Motorstart funktioniert einfach durch Anschieben, Gang rein, los geht's. Und ja, der Tacho ist von MMB, auch eine Sonderanfertigung. Da ist nochmal das Thema Schwalbe XS aufgegriffen. Ja, MMB sind halt schon zu DDR-Zeiten der Hersteller für die ganzen Simson-Tachos gewesen. Und ja, dort konnte ich den Tacho halt mehr anfertigen lassen als Sonderanfertigung. Muss aber dazu sagen, ich arbeite dort, von daher war das alles jetzt nicht so schwer. Dementsprechend ist auch ein bisschen Werbung drauf. Ich meine, irgendwo muss ich auch meine Marks zusammenbekommen, dass ich so einen Blödsinn bauen kann. Wenn man halt so durch Kleinanzeigen durchstöbert, findet man immer wieder neue Sachen und so komme ich eben auch zu meinen Projekten. Ich habe oben noch einen Roller stehen, der auf Sprinter gebaut werden soll. Da soll richtig Fettleistung rein. Das Ding muss aber eben auch bodentief werden. Ich habe noch geplant, ein kleines Limbo-Moped zu bauen, was wirklich maximal tief ist. Also nicht die Schwalbe nur unten tief, sondern auch von oben noch tief. Und ja, vielleicht auch nochmal eine S51 oder S50, was jetzt auch schon in Bauteilen dasteht. Ich suche noch Teile, irgendwann wird ein Projekt draus. Und ja, zwischendrin kommen dann auch noch andere Sachen beim Rumstöbern. Und dementsprechend ist jetzt auch da hinten noch ein kleines Käferprojekt gelandet. Ist eine GFK-Karosse 1:2. Das, denke ich mal, wird als nächstes anstehen. Und ja, theoretisch würde ich auch gerne mal ein großes Auto bauen. Aber ja, Platz. Mopeds kann ich mir 3 hinstellen, 4 hinstellen. Beim Auto ist die Garage voll. Das hindert mich gerade im Moment noch ein bisschen dran. Geholfen hat mir bei dem Projekt die Jungs von GZV Karl-Marx-Stadt, insbesondere der Ron und der Robert. Die beiden haben mir eigentlich dort permanent Tag und Nacht irgendwo unterstützt. In den Endzügen war das dann noch die Firma Belpali, die mir beim Auspuffbau, bei der Kettenführung und beim Tankbauen geholfen hat. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank natürlich auch an Daniel Hofer, der mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, letztendlich die ganzen Falzen an den Blechteilen dran zu lassen. Und bin dorthin gefahren am Wochenende und er hat einfach mit mir aus der Kalten raus durchgeprügelt. Und letztendlich hat er da einen großen Anteil dran, dass das Ding eben wie original aussieht, nur eben kleiner. Und ja, bedanken muss ich mich auch noch bei der Firma MMB eben für den Tacho bzw. für die kleine Unterstützung. Und viele Leute, die ich jetzt vergessen habe, möchte ich auch Danke sagen. Es sind ein paar Namen, die mit Sicherheit noch gefallen sein müssten.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und wenn ihr Bock habt, macht einen Kommentar drunter. Ich versuche darauf zu antworten, was hat euch gefallen, was nicht. Und ansonsten bleibt gesund, macht's gut. Ciao.